Hast du gewusst, dass du mit Backpulver eine Menge Reinigungsprobleme lösen kannst? Du kannst damit den Backofen putzen, angebrannte Töpfe wieder sauber machen, verstopfte Abflüsse reinigen und Fugen sind nach der Reinigung mit Backpulver wieder blitzeblank. Beeindruckend, oder? In diesem Video zeige ich dir diese und weitere unglaubliche Reinigungstricks und damit willkommen bei der Lifehackerin. Wir starten mit dem Backofen. Um den von Fettspritzern und übrigem Schmutz zu befreien, mischen wir Backpulver mit Wasser. Auf 3 Päckchen Backpulver habe ich 50 ml Wasser verwendet. Das passt so sehr gut, allerdings hätte ich wohl besser eine größere Schüssel verwendet. Nun Gitter aus dem Ofen nehmen und die Masse im ganzen Ofen verteilen. Auch Gitter und Backbleche können bei Bedarf mit dem Backpulver-Wassergemisch eingeschmiert werden. Nun mindestens eine Stunde oder direkt über Nacht einwirken lassen. Anschließend mit einem feuchten Lappen die angetrockneten Backpulverreste aus dem Ofen wischen. Gitter einsetzen und schon strahlt der Backofen wieder fast wie neu. Mal wieder die Milch auf der Herdplatte vergessen und ihr ist das Ganze übergelaufen und angebrannt? Keine Panik. Backpulver hilft auch da. Wiederum mit Wasser vermischen und anschließend auf die erkalteten, eingebrannten Stellen auftragen und für eine halbe Stunde einwirken lassen. Das Gemisch hat das Eingebrannte aufgeweicht und so lässt sich dies teilweise sogar mit den bloßen Fingern wegbekommen. Mit einem feuchten Lappen die Reste entfernen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen, bis das Ceranfeld wieder komplett sauber ist. Den Trick kannst du auch bei eingebranntem in einem Topf anwenden. Den Boden mit etwa 2 cm Wasser bedecken, Backpulver rein und das Ganze zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht und das Backpulver schäumt, von der Platte nehmen und vollständig abkühlen lassen. Das erkaltete Wasser abgießen und mit einer Bürste die Resten wegschrubben. Bei hartnäckigen Stellen nochmals etwas Backpulver darüber streuen und nochmals einwirken lassen. Sobald die Verkrustungen weg sind, den Topf nochmals mit etwas Spüli reinigen. Mindestens genauso gut wie in der Küche kannst du Backpulver für deine Reinigungsarbeiten im Badezimmer einsetzen. Bei einem verstopften Abfluss zuerst die sichtbaren Ablagerungen von Hand entfernen. Dazu verwende ich gerne Handschuhe. Dann schütten wir ein Päckchen Backpulver in den Abfluss und hinterher etwa 100 ml möglichst billigen Speiseessig. Essig und Backpulver reagieren nochmals stärker miteinander als zuvor Backpulver und Wasser. Sobald die Reaktion abgeschlossen ist, es also nicht mehr schäumt, mit heißem Wasser gründlich nachspülen und mit einer alten Zahnbürste etwas schrubben. Nochmals spülen und fertig. Auch das stille Örtchen bekommst du damit sauber. Damit wir die Schüssel auch unter dem Rand gut sauber bekommen, tränke ich etwas Toilettenpapier in Essig. Auch hier verwende ich möglichst billigen und schiebe das rundherum unter den Rand. So kann der Essig über eine gewisse Zeit einwirken und Kalkablagerungen und anderen Schmutz beseitigen. Du kannst damit genau gleich gute Ergebnisse erzielen wie mit Entkalkungsmittel. Essig hat einfach eine längere Einwirkzeit. Außerdem wirkt Essig auch antibakteriell, was bei einer Toilette ja sicher positiv ist. Zusätzlich kippe ich über den Rand noch etwa 1 bis 2 Tassen Essig in die Schüssel, denn auch hier gibt es Kalk, Verschmutzungen und allenfalls Urinstein. Um vor allem Letzteres wirklich wegzubekommen, greifen wir abermals zu Backpulver und verteilen dies rundherum in der Schüssel. Mindestens 30 Minuten einwirken lassen, besser eine Stunde oder gleich über Nacht. Wenn du in der Schüssel unterhalb vom Wasser auch gleich noch sauber machen willst, kannst du 2 Gebissreiniger-Tabs reinwerfen. Für die Außenflächen kannst du ebenfalls Essig verwenden und mit einem Lappen alles abreiben. Später mit einem trockenen Tuch nachreiben. Nach der Einwirkzeit das Toilettenpapier entfernen und mit dem Hausmüll entsorgen. Also nicht runterspülen, denn das könnte dir die Toilette verstopfen. Kleine Restmengen sind aber kein Problem, die kannst du auch über das Klo entsorgen. Mit einer Klobürste unten im Wasser und die ganzen Seiten schrubben, sowie auch unter dem Rand.
Falls du wie ich eine Bürste hast, die nicht unter den Rand kommt, dann für diesen Teil einfach eine alte Zahnbürste verwenden. Zum Schluss einmal die Spülung betätigen und siehe da, die Toilette ist blitzeblank. Kleiner Extra-Tipp, wenn du schon Gebissreiniger zur Hand hast, schmeiß doch gleich auch noch eine oben in den Spülkasten, damit du da auch gleich sauber machen kannst. So kommt auch weniger Schmutz in die Toilettenschüssel. Fugen wieder sauber und richtig weiß bekommen? Auch das geht mit Backpulver, sogar besser als mit herkömmlichem Reiniger. Dazu das Backpulver lediglich wieder mit etwas Wasser vermischen und damit und unter Zuhilfenahme einer alten Zahnbürste die Fugen schrubben. Mit einem feuchten Lappen nachreinigen und fertig. Würden wir nur Wasser verwenden, würden die Fugen niemals so strahlend weiß werden. Und auch mit einem Allzweckreiniger wird das Ergebnis nicht so gut wie mit Backpulver. Nicht nur Fugen werden mit Backpulver wieder strahlend sauber, sondern auch Blumenvasen. Einfach ein Päckchen Backpulver hineingeben, heißes Wasser dazu gießen und etwa eine Stunde stehen lassen. Danach ausschütten, die Vase gründlich spülen und die Ablagerungen sind weg. Backpulver hilft übrigens auch, Gerüche zu neutralisieren. Zum Beispiel ein Schälchen davon in den Kühlschrank stellen oder ein Päckchen davon in Schuhe streuen und einen Tag wirken lassen. Und der Mief ist weg. Aus all diesen vielen Gründen bezeichne ich Backpulver gerne als Wundermittel. Weitere Reinigungstipps und Tricks findest du in dieser Playlist von uns, zum Beispiel zum Thema Fenster reinigen oder Gefrierschrank abtauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!